Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Phil von Oizo Music und heute geht es um das zweite Studioalbum von ATB, und zwar Two Worlds. Ob sich diese zwei Welten für mich harmonisch zusammenfügen, erfahrt ihr jetzt. Ja, rund 1,5 Jahre nach seinem Debüt veröffentlichte Trance-DJ und Produzent André Tanneberger Ende 2000 mit Two Worlds ein ambitioniertes Doppelalbum. Das Konzept trennt strikt zwischen der cluborientierten ersten CD und dann haben wir die rein auf Ambient und Chillout fokussierte zweite CD. Abgesehen von gezielten Kollaborationen, etwa mit Thorsten Stenzel von York oder Musikern aus dem Enigma-Umfeld, wurde das Werk weitgehend von ATB selbst produziert, arrangiert und abgemischt. Damit unterstreicht das Album seinen Anspruch als Solokünstler, der nahezu alle Facetten des Songwritings und Engineerings selbst in der Hand hielt. Wir kommen jetzt zum Track-by-Track-Review. Als verträumter Opener setzt See You Again auf sphärische Flächen und warme Trance-Sounds. Die stark verfremdeten Vocals stammen vermutlich von ATB selbst und wirken eher zweckmäßig. Musikalisch bleibt der Track zwar strikt bei einem 4-Akkord-Loop, doch genau diese Wiederholung erzeugt einen meditativen Flow, der sehr gut in das Album einleitet. Eine wahre Perle des Albums ist Love Will Find You, eine Zusammenarbeit mit der Sängerin Heather Nova. Ihr hauchzarter Gesang verschmilzt perfekt mit der melancholischen Atmosphäre und dem dezenten Beat. Dass dieser harmonische Track nie als Single erschien, überrascht mich persönlich bis heute, denn er ist ein absolutes Highlight. Für mich ist das eine absolut wunderbare Kombination, bei der Stimme und Sound einfach hervorragend zusammenpassen. Nicht nur die Liebe wird euch finden, sondern auch die erste Hörprobe vom Album. Hier ist sie. Sommerliche Vibes verspricht dann The Summer, allerdings wirkt das Stück wie eine weitere Variante des Welthits 9 PM. Das Pitchbend-Gitarrenriff ist fast identisch und die stark bearbeiteten Vocals von André selbst dienen eher als zusätzliches Soundelement. Der Track ist solide produziert, landet für mich aber hinter den stilistisch vergleichbaren Don't Stop und 9 PM. Etwas tranziger kommt dann Track Nummer 4, Lose the Gravity, daher, ist musikalisch mit gerade einmal 3 Akkorden allerdings etwas mau. Atmosphärisch funktioniert das Ganze trotzdem und ist für mich auch ein absolut brauchbarer Albumtrack. Bei Feel You Like a River hören wir die zweite Zusammenarbeit mit Heather Nova, die stilistisch stark an Love Will Find You anknüpft. Der Track ist melancholisch, hauchzart und lädt mit seinen schwebenden Klängen sofort zum Träumen ein. Fernab von hartem Techno erinnert mich diese entspannte Atmosphäre eher an Projekte wie Enigma oder Schiller. Und fließend geht es weiter mit der nächsten Hörprobe Nummer 2. Eine interessante Kollaboration erwartet uns bei The Fields of Love, Track Nummer 6, das in Zusammenarbeit mit Thorsten Stenzel von dem Projekt York entstanden ist. Der typische York-Gitarrensound prägt den Track, der sich stilistisch irgendwo zwischen Chill-Out und Trance bewegt. Diese zweite Single des Albums erreichte zwar Platz 42 der deutschen Charts, wirkt durch die Vocal-Einwürfe von André und die Struktur aber bisweilen etwas repetitiv. Insgesamt ein guter Song, der für mich persönlich aber kein absoluter Kracher ist. Bei Let You Go handelt es sich um ein Cover des Wild Strawberry Songs Wrong to Let You Go. Diese Albumversion ist quasi die Urfassung. Die bekanntere, überarbeitete Single erschien dann erst ein Jahr später. Hier fehlt noch der fette Lead-Synth und auch die Melodie weicht etwas ab. Ein interessantes Stück ATB-Geschichte, wobei die spätere Single-Version für mich definitiv stärker ist.
Einen überraschenden Ausflug in Richtung House gibt es dann mit Track Nummer 8, Bring It Back. Leider ist die Nummer musikalisch ziemlich eintönig geraten. Ein dominanter, sublastiger Bass treibt den Track an, während die ständige Wiederholung der Zeile I wanna bring it back to you irgendwann fast schon ein bisschen anstrengend wirkt. Für mich persönlich eher ein Skip-Titel, dem es an Abwechslung fehlt. Bei Track Nummer 9, Hypnotic Beach, ist der Name Programm. Schöne Flächensounds erzeugen eine hypnotische Grundstimmung, leider war es das aber auch schon fast mit den Highlights. Der Rest des Stücks wird stark von eintönigen Drums und sich wiederholenden Synthesizer-Sounds geprägt. Dadurch fehlt dem Track für mich trotz der gelungenen Stimmung auf Dauer die nötige Spannung. Eine relativ ungewöhnliche Kooperation erwartet uns dann bei Track Nummer 10, Fall Asleep, zusammen mit Markus Löber. Zwar gibt es hier einige gute chillige Ansätze, doch die Kombination mit einem aggressiven Distortion-Bass und dann Acid-Sounds verleiht dem Track einen fast schon leichten Horrorcharakter. Ist insgesamt eine ziemlich wilde Mischung, aber trotzdem auch irgendwo interessant. Klangwelt Track Nummer 11 macht es dem Hörer nicht gerade leicht. Die ersten 3 Minuten wirken durch die Drums und einen fast schon penetranten Basston, der ein wenig an ein Schiffstuten erinnert, extrem monoton. Erst ab der Hälfte öffnet sich der Track mit atmosphärischen Flächen dann etwas, bevor er wieder in das monotone Muster vom Beginn zurückfällt. Und das trotz eines erneuten Auftritts der ATB-Gitarre. Für mich bietet das Stück insgesamt gesehen leider ein bisschen zu wenig musikalische Entwicklung und damit ist dann auch die World of Movement, also das heißt die CD1, beendet. Die zweite CD, Relaxing World, startet dann direkt mit First Love, genauso wie man es erwartet. Es heißt extrem entspannt und chillig. Schöne Flächen und sehr angenehme Klänge geben dem Stück einiges an Tiefe. Ist ein gelungener Einstieg in die Ambient-Seite des Albums, auch wenn für mich persönlich noch deutlich stärkere Momente folgen sollten. Track Nummer 13 mittlerweile schon, Feel You, ist für mich zweifellos einer der besten Tracks des Albums. Diese Chill-Out-Nummer besticht durch wunderschöne Flächen und ein tragendes Piano, das eine unglaublich entspannte Stimmung erzeugt. Natürlich erinnert der Song ganz massiv an eine instrumentale, quasi Downtempo-Version von Feel You Like a River und gehört definitiv auch mit zu den Highlights dieser CD. Da bleibt mir nur zu sagen, wir alle fühlen dich. Hörprobe Nummer 3. Ja, Track Nummer 14 ist dann The Summer im Ibiza Influence Version Mix. In dem Fall wird der bekannte Track, den wir ja schon auf CD1 gehört hatten, auf entspannt getrimmt. Überraschenderweise bleibt die Bassdrum dabei durchaus präsent und druckvoll, wodurch das Stück trotz Chill-Out-Vibe einen relativ guten Drive erhält. Eine solide Version, die das sommerliche Gefühl des Originals gekonnt in eine relaxtere Form überträgt. Ein richtig guter Chill-Out-Moment erwartet uns dann mit Engrossing Moments. Neben der typischen ATB-Gitarre, die vermutlich wieder aus einem Roland-Sampler stammt, hört man einen Klang ähnlich eines Mönchsgesangs, der mich auch unweigerlich an das Dalai Lama-Plugin erinnert. Das Stück erzeugt eine tolle Tiefe und gehört für mich zu den stärksten atmosphärischen Momenten der zweiten CD. Zunächst beginnt Track Nummer 16, Timeless, mit Polyflächen und Piano wie ein klassischer Chill-Out-Track, bevor völlig überraschend dann ein hektischer Breakbeat und sublastiger Bass das Ruder übernehmen. Erst ab der Hälfte wird es dann mit schwebenden Melodien etwas interessanter. Ähnlich wie Klangwelt auf der ersten CD wirkt mir das Ganze aber doch ein bisschen zu wild und unentschlossen zusammengewürfelt. Was die Flächensounds angeht, ist Track 17 Repulse dann ein absolutes Träumchen. Dazu kommen hauchzarte Piano-Einwürfe, die perfekt mit der schwebenden Atmosphäre harmonieren. Für mich ein hervorragender Ambient-Track, der die Relaxing World von ihrer besten und pursten Seite zeigt. Ein absolutes Mammut-Feature erwartet uns dann bei Enigmatic Encounter. Hier arbeitete ATB mit seinem Idol Michael Cretu, den man natürlich aus den 80ern noch kennt, mit Sandra und seinem Enigma-Projekt, und auch Gitarrist Jens Gard war auch mit beteiligt. Der Downtempo-Track besticht durch einen dichten Soundscape aus Streichern, atmosphärischen Flächen und orientalisch klingenden weiblichen Vocals, die dem Stück eine mystische Tiefe verleihen. Ja, ein besonderes Highlight ist die Verwendung des legendären Grand Prix-Samples des PPG Waveterm, das man unter anderem von Modern Talking's You Can Win If You Want kennt.
Der wuchtige, aber perfekt eingebettete Beat verleiht der Produktion zusätzlich enorme Tiefe und auch Vielschichtigkeit. Zusammen mit Love Will Find You ist dieser Song für mich der unangefochtene Höhepunkt des gesamten Albums. Eine geheimnisvolle Begegnung haben wir jetzt ebenfalls, denn speziell wegen des Umfangs dieses Albums gibt es dann auch noch eine 4. Hörprobe. Abfahrt! Wieder deutlich entspannter geht es dann bei Sensuality zu, das ein wunderbares balearisches Beach-Feeling verströmt. Ein flötenartiger Leadsound führt durch das Stück, getragen von warmen Flächen und einer sehr angenehmen Grundstimmung. Ist ein klassischer Wohlfühltrack, der die Ausrichtung der zweiten CD konsequent weiterführt. Der Abschluss dieses Albums bildet dann Track Nummer 20, und zwar Endless Silence. Langsam wabernde Soundscapes verbinden sich mit entspannten Gitarrenklängen und dezenten Natursounds. Ist ein stimmiger Ausklang, der den Hörer sanft aus der Relaxing World entlässt und das Konzept des Doppelalbums auch passend abrundet. Ja, für mich ist Two Worlds ein recht ambitioniertes Doppelalbum, das die enorme Bandbreite von André Tanneberger durchaus eindrucksvoll zeigt. Die World of Movement glänzt dann vor allem in der ersten Hälfte mit dem klassischen ATB-Sound dieser Ära und den großartigen Heather Nova-Features, verliert sich gegen Ende für mich aber etwas in monotonen und experimentellen Strukturen. Noch etwas stärker finde ich dann sogar die Relaxing World. Hier zeigt ATB ein tolles Gespür für atmosphärisches Sounddesign, wobei vor allem die Zusammenarbeit mit Michael Cretu für mich zu den Höhepunkten des gesamten Albums gehört. Einige Längen verhindern zwar eine noch höhere Wertung, insgesamt bleibt Two Worlds für mich aber ein starkes und auch ungewöhnlich vielseitiges ATB-Album. Ja, alles in allem höre ich die Two Worlds bei 7,4 Punkten. Und damit landet das Album noch vor seinem Debüt Movin' Melodies. Es war aber trotzdem noch ein Stück weiter Luft nach oben hin. Ja, wie die Wertung genau zustande kommt und ich die Tracks einzeln bewerte, seht ihr wie immer hier unten drunter in der Videobeschreibung. Aber ja, das war wie immer nur meine Sicht auf das Album Two Worlds. Wie hört ihr das Album? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare, würde mich sehr über den Austausch freuen, wie immer. Ansonsten war es das mal wieder für heute. Ich bin Phil von Euso Music. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Mal.